Freunde, mir macht Battlefield 6 wirklich einen Haufen Spaß. Es ist ein super Spiel. Ich spiele super gern mit euch auf unserem Discord. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich liebe es, Content darüber zu erstellen. Und auf diese Weise kann ich euch, aber auch mich zu einem besseren Spieler machen für noch mehr Spielspaß. Es sind sehr viele neue dazugekommen. Ein Großteil der Leute gefällt das, was ich mache. Lasst jetzt gerne ein kostenloses Abo da. Und wie gesagt, joint unseren Discord. Link ist in der Videobeschreibung. Die einen hassen und die anderen lieben den Spielstil, die Klasse und die Waffen, die ich im heutigen Video spiele. Ich möchte heute mein eigenes Gameplay analysieren und euch somit hilfreiche Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, sodass auch ihr die nächste Lobby dominiert. Let's go! Okay, let's go! So, heute geht es also um Close Range, Vorherrschaft, Infantry Only. Vorherrschaft und King of the Hill empfehle ich, um in das Spiel gut reinzukommen, um den Gunfight und so weiter erstmal zu lernen, weil in der Eroberung sind da noch Fahrzeuge, da gibt es so viel Neues. Dann ist das sehr schnell überfordernd für Anfänger. Und klar, ich spiele hier den Sturmsoldat, beziehungsweise gerade noch den Versorger, und ihr wisst ja, es geht sich immer darum, sich einen Vorteil zu verschaffen in jedem Shooter, und die MP-Sturmsoldat-Kombination in Kombination mit der Shotgun ist eigentlich komplett overpowered, wenn man ehrlich sein möchte, aber man muss eben auch das nutzen, was das Spiel einem gibt, und das ist das, was ich jetzt endlich hier mache, und mir macht es wirklich einen Riesenspaß. Ihr seid aber auch, wie gesagt, herzlich eingeladen, unseren Discord zu joinen, wenn ihr nette Kollegen zum Zocken sucht. Und da ist es völlig egal, ob ihr Anfänger oder Einsteiger seid. Hauptsache, wir haben Spielspaß. Und darum geht es ja auch auf meinem YouTube-Channel. Mein Ziel ist es ja, normale Leute, die normalen Alltag haben, so wie du und ich gehe ja auch Vollzeit arbeiten, das Bestmögliche in der kurzen Zeit rauszuholen und möglichst effizient eben besser zu werden. Und wenn man mal ehrlich ist, wenn man viele Kills macht, erfolgreich im Spiel ist, gutes Aim hat, dann ist es ja so, dass man auch jetzt endlich mehr Spaß am Spiel hat. Und das möchte ich hier verkörpern. Ich möchte euch aber gleichzeitig auch Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Wir haben hier gerade gesehen, eine Menge Leute vor mir. Ich konnte mich in Deckung legen und habe meine taktische Ausrüstung bzw. meine Granaten genutzt. Nutzt mir die also, oder macht mir das wieder zum Vorteil, auch wenn ich hier jetzt endlich down gegangen bin. Aber ich habe kurz Smoke geworfen, um wieder aus dieser Situation rauszukommen. Also einer der Basic-Tipps ist: guckt, was ihr dabei habt. Jetzt habe ich zum Sturmsoldaten gewechselt. Ich habe einen Stim dabei. Ich habe einen Granatwerfer dabei und ich habe Splittergranate dabei. Dann habe ich die Shotgun dabei, eine MP dabei und die Pistol dabei. Und ein guter Spieler nutzt das auch alles. Hier habe ich die Granate geworfen und einen Granatwerfer. Habe die beides natürlich schon aufgebraucht, aber wenn ich down gehe, dann habe ich die Sachen ja wieder. Also wäre es ja eine Schande sozusagen, in jedem Leben, was man hat, das nicht zu nutzen. Deswegen versucht wirklich immer, das auch oft zu nutzen. So, jetzt gehe ich hier in Close Range rein und nehme die Shotgun. Shotgun, One-Shot. Shotgun, absolut overpowered. Und ich sage euch, wie es ist. Das wird noch spannend in der Runde. Es macht einen Riesenspaß. Einerseits, es ist total der Abfuck für einen Gegenüber, völlig klar. Aber wie gesagt, das Spiel gibt es nun mal her und es wäre auch Quatsch, das nicht zu nutzen. Vielleicht wird es ja auch bald genervt. Auch hier, ich slide rein, habe ihn kurz gehört und eine 180-Grad-Drehung gemacht und gebe ihm einen One-Pump. Ne? Also komplett overpowered. Da sind wir uns alle einig. Mir macht's Spaß. Andere werden mich jetzt dafür hassen. Keine Frage. Aber jetzt endlich geht es darum, dass auch ihr als Individuum halt Spaß am Spiel habt, und das ist eine Weise, wie man das Spiel jetzt hier spielen kann und eben sich zum Vorteil machen kann, und mir macht es einfach Spaß, und daher ist es mir auch wurscht, was andere denken. Wieder hier die MP im Nahkampf, was ist ein weiterer Tipp, der mir hier auffällt. Shotgun. Peace. Aus der Hüfte schießen. Also MP so zu bauen, dass du einen Laser hast, und damit kannst du sehr gut aus der Hüfte schießen. Den Laser auch mal ausmachen, auf T bei Maus und Tastatur, wenn ihr irgendwas einnehmt und nicht wollt, dass man euch sieht, weil man sieht den Laser, wenn du jetzt in so einer Ecke hockst, dann sieht der Gegner vielleicht den Laser, wenn du reinkommst. Wenn er reinkommt und weiß somit, dass man dann auch entsprechend in der Ecke hockt. Also auch das, ne, im Hinterkopf behalten. So, wir haben hier Vorherrschaft. Es gibt 3 Flaggen, die es einzunehmen gilt. Ich habe hier meine Grafik-Settings, wie man sieht, ein bisschen angepasst. Wenn euch das interessiert, ich habe auch da Shorts drüber gemacht und werde vielleicht in Zukunft auch mal ein Settings-Video dazu machen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also gelb sind die Gegner, blau sind wir.
60 Tickets haben die Gegner noch und wir haben 115, also wir sind auf jeden Fall gut dabei. Und es geht eigentlich immer darum, das ist auch so als Tipp für Teamplay, geht es ja darum, dass man vielleicht 2 Flaggen hält und eine Flagge kann man den ruhig überlassen und sich dann darauf konzentriert, die 2 von den 3 Flaggen sauber zu verteidigen und zu halten. Was ich hier jetzt mache, ist halt auch spannend. Wir haben ganz klar gesehen, also C wird jetzt gerade eingenommen. Das heißt, und B haben wir so. Und ich kam von B in diese Richtung. Ich habe hier gerade in diese Richtung geschaut. Übrigens immer auf die Minimap gucken, ganz wichtig. Und lernen, die Minimap auch zu interpretieren. Das habe ich in meinem Einsteiger-Guide erklärt. Schaut da gerne vorbei. So, das ist die Situation, ja. Also Überblick, Awareness. Die Situation ist, wir haben B, die haben A und sie nehmen gerade C ein. Das heißt, der Hauptstrom, hier spawnen sie und der Hauptfokus liegt also auf diesem Weg. Ich habe mir das angeschaut und habe mich jetzt dazu entschieden, hier außen rum zu laufen und denen in den Rücken zu fallen. Das war sozusagen meine Langzeitentscheidung. Thema Game Sense ist ja Entscheidungen treffen. Ich unterscheide zwischen Kurz- und Langzeitentscheidungen. Kurzzeitentscheidung ist in der Situation. Langzeitentscheidung ist das mittellangfristig, was ich jetzt mache. Ich überlege mir was, das Spiel gibt mir Informationen, dann setze ich meinen Plan oder schmiede einen Plan im Kopf und setze ihn dann um. Das ist gerade was hier passiert, was ich versuche zu erklären. So, jetzt greife ich also von hinten an. Jetzt schauen wir, was passiert. Pistol, ne? Ich habe zur Pistol gewechselt. Wieder ein Grundlagentipp. Immer, wenn die Munition leer ist, zur Zweitwaffe wechseln, zur Pistol oder eben zur Shotgun in dem Falle. Ich weiß, hier ist komplett die Action. Ich habe einen geholt mit der Pistol. Meine MP war, glaube ich, jetzt noch leer, habe ich noch nicht nachgeladen. Wechsle jetzt also zur Shotgun. Bin jetzt hinter denen und auf der Stellung. Es waren jetzt nicht so viele hier, wie vermutet. Jetzt war doch noch einer hinter mir, aber ich konnte mein Team ein Stück weit unterstützen. Einfach nur, damit ihr mal diesen Gedankengang von mir nachvollziehen könnt, ja. So, jetzt wird B hinter mir eingenommen. Bekomme ich das jetzt mit? Das bekomme ich gerade offensichtlich nicht mit. Das heißt, da war jetzt ja auch meine Awareness nicht so gut. Den habe ich gerade gehört und bin aber immer noch auf C fokussiert, beziehungsweise auch nach vorne fokussiert. Ganz einfach, weil ich eben in der Zeit jetzt gerade nicht auf die Minimap geguckt habe. Jetzt versuche ich mich gerade so ein bisschen zu orientieren. Und jetzt ist, glaube ich, der Moment, wo ich verstanden habe, alles klar, wir haben A, wir haben C und B muss ich jetzt wieder einnehmen. Also jetzt ist der Punkt, wo ich das verstanden habe. Ne? Also ihr seht, auch bei mir ist das immer wieder was, wenn ich mein eigenes Spiel analysiere, wo ich denke, da hat es jetzt nicht so den Überblick. Das war hier ganz klar der Fall. Und das gebe ich ja auch immer in den Coachings mit auf den Weg. Analysiert euer eigenes Gameplay und holt euch vielleicht auch mal einen Anstoß von außen. Das könnt ihr auch bei uns auf dem Discord bekommen. Wir geben kostenlose Coachings. Im Moment ist der Ansturm relativ hoch, also wenn ihr jetzt kommt, kann es ein bisschen dauern, aber wir geben uns Mühe, das schnell über die Bühne zu kriegen. Dass man einfach mal von außen, ne, das ist wie bei jeder anderen Sportart, mal einen Eindruck kriegt. Das ist immer mal besser, von jemand anders einfach mal so eine Meinung zu bekommen. Ne? Schreibt man sich das auf. Und dann Shotgun. Also auch ich leide darunter auf der anderen Seite. Ja, auf diese Weise kann man sich dann eben auch schnell und effizient verbessern. So, nächste Situation. Wir sind gerade im Rückstand. Ja, wir haben jetzt nur noch eine Flagge und die Gegner haben 2 Flaggen. Da weiß ich gar nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall hier schön wieder meine... Oh, ist da dunkel drin, ne? Mein Granatwerfer genutzt. Und Shotgun wieder zu meinem Vorteil gemacht und ich gehe hier relativ straight. Sehe jetzt natürlich unten links auf dem Radar ganz viele gelbe Punkte. Weiß jetzt Bescheid, die sind alle hier vor mir. Shotgun, Shotgun, ja, Shotgun, easy kill. So, und jetzt ist es auch wieder spannend, weil jetzt möchte ich euch wieder meinen Gedankengang mit auf den Weg geben. Ich kam ja von C, ich habe mir jetzt hier den Weg durchgeschotgunnt. So, und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, werde ich jetzt hier wieder versuchen, einen Weg außenrum zu machen, um eben das Leben schwer zu machen. Die Situation ist ja die, wir haben B eingenommen und wir haben C eingenommen. Das heißt, hier muss jetzt 80% der Spieler sein. Wenn ich es jetzt hier rum schaffe, hinter deren Spawn, dann kann ich jetzt einen Haufen Kills abfahren. Das ist mein Gedanke in dem Moment, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Und ich habe ja jetzt schon gerade 3-4 Kills mit der Shotgun gemacht. Ich lade jetzt auch alles immer nach. Ne? Nutzt diese kurzen Todpausen, sage ich mal, um immer nachzuladen. Nicht einschlafen, ihr seid immer in Bewegung. Immer nachladen, immer aufs Radar gucken. Es ist sehr viel, ja, aber das ist das, wo man hin will, ja.
So, jetzt komme ich hier von hinten. Kann einen holen, gehe direkt wieder in Deckung, lad nach. Kann den zweiten gut anschießen, kriege ihn nicht, gehe wieder in Deckung. Richtige Kurzzeitentscheidung, Granate genutzt, ja. Wieder Granate genutzt, Granatwerfer ist auch noch am Start. Nachladen. Weiter geht's. Easy aus der Hüfte geschossen, ja. Ihr seht, aus der Hüfte schießen mit der MP extrem stark. Wieder zur Shotgun gewechselt, weil gerade keine Zeit zum Nachladen. Shotgun veraimt, habe ihn geholt, krieg jetzt Shots von hinten. Sehe aber da gleichzeitig auch noch welche. Ich bin gerade mittendrin. Jetzt wieder eine Kurzzeitentscheidung. Gehe ich den Fight ein? Nein, ich gehe nach vorne hinter die Deckung. So, und nimm den mit. So, jetzt habe ich wieder 2 mitgenommen, weiß aber ja gleichzeitig noch, dass hier hinter der Deckung einer ist, muss aber nachladen und der Rest ist auch leider leer, kann ihn aber aus dem Nachladen auch noch kriegen. Das war, glaube ich, der mich zuvor angeschossen hat. So, gehe hier um die Ecke, wieder alle vor mir gespawnt und jetzt sterbe ich. Aber was habe ich da bitte gerade für ein Chaos geschaffen und wie viele Kills habe ich bitte mitgenommen und das war ein riesen, also da habe ich gejubelt in der Situation im Discord, das war krass, ja. So. Ja, und so schnell ist die Runde dann auch vorbei und seht, 30 Kills, das ist auf jeden Fall amtlich. Wir haben die Runde gewonnen, wir haben sowohl fürs Team gespielt, die Flaggen mit eingenommen, aber auch ein bisschen egoistisch gespielt, aber halt einfach die Vorteile des Spiels, die es einem in dem Falle gibt, umgesetzt und hatten vor allem einen Haufen Spaß. So Freunde, weil es so schön war, mache ich direkt noch eine zweite Runde hinterher und zwar diesmal King of the Hill. Ich habe ja gesagt, Vorherrschaft und King of the Hill, beides ähnlich. Das Schöne daran ist, das ist auch ein Tipp, beziehungsweise ich gehe gleich darauf ein, das ist nämlich eine sehr gute Situation, das habe ich auch am Anfang mal in meinem anderen Coaching-Video erklärt. Versucht immer, eurem Gegner einen Schritt voraus zu sein. Der Mainstream läuft ja jetzt hier straight rein, ne? Aber ich laufe halt diesen Weg und versuche hier einen Winkel zu kriegen und ich weiß ja, die spawnen hier und laufen auch viele straight rein. So, ich habe aber dann den Überraschungseffekt von der Seite und kann da hier, wenn es gut läuft, einen Haufen Kills machen. Und wenn ich die Kills gemacht habe, kann ich ja auch on-spot gehen. Also somit mache ich ja doppelt Arbeit für mein Team. Erstmal mache ich viele Kills, räume sie aus dem Weg und kann dann vielleicht sogar noch mit on-spot gehen. Und das ist das Ziel, was ich mir hier nehme, direkt am Anfang der Runde. Ich habe natürlich jetzt direkt Fokus auf diese Tür, Thema Map-Kenntnisse, weil wenn mein Gegenüber auch so denkt, dann kommen die jetzt da raus, ne? Das gleiche könnte auch hier links der Fall sein, da gegenüber, da könnten sie auch kommen. Deswegen immer das dann natürlich im Hinterkopf behalten. So, schaut mal, was hier los ist. Also, das ist ja perfekte Situation. 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Keiner hat Fokus auf mich, alle haben Fokus hier drauf. Und mein Kollege, Berliner, hat es auch ähnlich gemacht und kommt jetzt hier raus. Also eigentlich perfekte Ausgangslage. So, ich hole einen. Ich bin komplett überfordert und merke jetzt, okay, ich habe meine MP genutzt, einen Kill gemacht. Shotgun veraimt, aber ich habe ja einen Granatwerfer, ich bin Sturmsoldat. Bam, 2 Kills auf einmal mit dem Granatwerfer. Schnell nachladen und jetzt. Freunde, guckt dir das an. Wie viel sind hier jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das ganze Team. So, und jetzt? Quatsch! Ja, 4 Kills mit einem Granatwerfer. Da habe ich gejubelt. Aber mein Plan ist halt komplett aufgegangen. Und kann noch ein Kill holen. Hab kurz mich erschrocken, dachte, das wäre mein Gegner. Hau meine Granate raus. Ja, also nutzen. Granatwerfer, Granate. Alles genutzt. Und unser Team nimmt es ein. Ich bin mit on Spot. Es ist perfekt aufgegangen. King of the Hill. Es gibt nur einen Spot, den man einnehmen muss. Und das ist sehr schön. Das wollte ich eben sagen. Genau wie bei Vorherrschaft gebe ich auch in den Coachings jetzt zuletzt immer den Tipp. Spielt Spielmodi, wo man einen gewissen Spielüberblick haben kann. Oder wo es einfacher ist, sich einen Spielüberblick zu verschaffen. Gerade als Anfänger ist es ja sowieso alles überfordernd. Und bei King of the Hill ist es ja klar, es gibt einen Punkt, da laufen alle hin. Die Wege auf den Maps sind immer gleich. Ja, und so kann man auch besser handeln, weil man ja weiß, was das Ziel der Gegner ist. Squad Deathmatch, Team Deathmatch ist alles unübersichtlicher, weil man eben da nicht so dieses konkrete Ziel hat, sondern es ist nur Ziel, jemanden zu killen und da kann in jeder Ecke zu jeder Zeit immer jemand sein. Das ist bei diesen Modi nicht, auch bei Eroberung nicht. Ja, das wollte ich ja zu Anfang sagen. So, und dann haben wir hier eine schöne Situation gehabt und jetzt geht es halt in King of the Hill einfach darum, das Ganze zu halten. Das ist jetzt ja, was ich mache, ist Teamplay. Das ist ja nichts Egoistisches. Ich bin auch kein Sunny. Das heißt, meine Hauptaufgabe ist es jetzt auch nicht ständig die Leute zu heilen, sondern als Sturmsoldat ist es natürlich die Hauptaufgabe, vorne zu sein und die Kills zu machen. Und jetzt sind wir in King of the Hill. Jetzt kommt ja der nächste Spot. Auch hier, ne, das sage ich auch immer, bleibt immer in Bewegung.
Bei Warzone ist es zum Beispiel so, dass man da eigentlich immer sagen kann, bleib in der Bewegung. Hier ist es so, dass man aus der Bewegung auch an Präzision verliert. Aber mit der MP im Close Range Fight gibt es eigentlich keinen Grund, nicht in Bewegung zu bleiben. Ja? Du bist ein schwereres Ziel für deinen Gegner, so wie man hier gesehen hat. Ich bin gesprungen, habe währenddessen auf ihn geschossen. Shotgun, Kill, Kill, ja. Auch wieder ein bisschen Vorteil verschafft. Ich hatte einen Winkel, wo sie nicht mit gerechnet haben. Der wusste es, war aber nicht schnell genug. Jetzt war wieder einer vor mir. Ich bleibe aber hier, werfe noch meine Nade, nutze die einfach zu meinem Vorteil und habe somit ja als Sturmsoldat doch meine Aufgabe erfüllt. Ich habe die Leute, die hier versuchen, schnell auf den Spot zu kommen, entweder daran gehindert, auf den Spot zu kommen oder gekillt, sodass der Rest meines Teams eben auf Spot kann und dann den Spot halten kann. Das ist meiner Meinung nach die Aufgabe des Sturmsoldat. Perfekt wurde ich wiederbelebt von meinem Kollegen. Leider hat mich das Feuer trotzdem geholt. Ich habe 13:0 gerade gehabt. Also es war ein super Start, ja. Auch hier direkt wieder Granatwerfer nutzen. Ich weiß, wo die herkommen. Mein Team unterstützen, dass die eben nicht auf Spot kommen. Granate werfen, alles raushauen, was man hat. Ja. Und so sehe ich eben, muss halt jeder dann seine Aufgabe erfüllen letztendlich. Wir haben 2 Sunnys im Squad. Ich bin Sturmsoldat, ist eigentlich super. Also wir teilen uns die Aufgaben hier gerade perfekt auf und somit, ja, läuft es sehr gut für den Anfang. Jetzt ist wieder der Moment bei King of the Hill, die eine Flagge läuft aus und dann rotieren wir schon mal gerne zur nächsten. Ich weiß aber, dass natürlich jetzt rechts auf dem Weg auch noch welche sind, aber veraimen hier komplett und entscheide mich auch dazu, den Fight erstmal abzubrechen. Und ich glaube, ich habe auch keine Munition mehr mit der MP, sodass mir gerade nichts anderes übrig bleibt als mit der Shotgun. Genau, zu spielen habe hier auch meinem Kollegen, wir sind im Discord Bescheid gesagt, dass ich Munition brauche. Er hat mir die auch direkt gebracht. Jetzt kommt mein anderer Kollege unter Druck, deswegen habe ich ihm da geholfen und nicht den wiederbelebt. Und in King of the Hill, das haben auch viele in meinem letzten Video kritisiert, warum lässt du die Leute liegen und heilst sie nicht. In King of the Hill ist es so, dass die meisten, 90% der Spieler sowieso durchziehen. Es gibt nämlich keinen Cooldown, du kommst sofort wieder. Genau, und kannst dann sofort wieder auf die Flagge rennen. Also in den seltensten Fällen macht es da Sinn, als Nicht-Sunny jemanden zu holen. Als Sunny schon, weil du ja einen Defi hast und dann sehr schnell jemanden holen kannst. Und wenn dann unmittelbar jemand neben dir liegt, dann holst du ihn natürlich auch. Aber du läufst auch da nicht irgendwie jetzt darüber zum Gang, um einen wieder zu beleben, ne? Es hängt immer davon ab, was für ein Spielmodi man spielt. Und wie gesagt, King of the Hill ist da etwas anders als zum Beispiel Eroberung, Rush oder eben Durchbruch. Auch hier wieder einen Schritt voraus sein. Wir haben C gut gehalten. Die kamen überhaupt nicht on Spot und dann gehe ich einen Schritt voraus und fange die noch früher ab. Ne? Oder stelle mich hier in fiese Ecken. Nutze jetzt mein Stim. Ne? Da sind wir wieder bei den Grundlagen. Stim nutzen. Alles nutzen, was man hat. Shotgun, fies. Ne? Hier war einer aufs Eck. Dreh mich um, hol ihn. Also wirklich eine gute Runde, klar. Es läuft längst nicht jede Runde so, um das mal zu sagen. Es gibt auch Runden, wo wir komplett auseinandergenommen werden. Das ist halt mal so. Mal gewinnt, mal verliert man. Hier seht ihr, wenn natürlich mein Teammate direkt neben mir liegt und sich die Gelegenheit bietet und kein Gegner mehr in der Nähe ist, dann natürlich hole ich dann jemanden wieder. Und das ist ja auch als Sunny einer der wichtigsten Tipps. Holt erst eure Leute wieder, wenn der Gegner erledigt ist. Es bringt ja nichts, wenn du ihn dann wiederholst und ihr dann beide down geht. Da habt ihr beide nichts von. Ich habe übrigens auch einen Support-Spieler-Guide gerade frisch rausgebracht, den ich euch jetzt oben mal verlinke. So, hier ist es jetzt auch das, wo ich mir denke, ja komm, wartest du mal ein bisschen, der Sunny steht ja direkt neben mir. Und diese Geduld muss man ja auch dann mal einfach mal selber aufbringen. Und tatsächlich, er kommt auch, man muss einfach ein bisschen Geduld haben. So. Obwohl es King of the Hill ist, also das mache ich wirklich selten in so Situationen. Aber in dem Fall habe ich mir gedacht, bietet es sich an. Auch hier weiß ich, wo die Gegner sind und versuche so wieder so ein bisschen den Winkel von der Seite abzufangen, weil jetzt endlich D ist ja in unserer Hand und die haben ja Probleme, D einzunehmen, also kann ich mich ja hier drauf konzentrieren und Stress machen. Und so schnell war die Runde auch schon vorbei, das war jetzt wirklich eine sehr gute Runde. Freunde, schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, was ich anders machen soll, wie ich als nächstes ein Coaching gestalten soll. Kommt in unseren kostenlosen Discord, wenn ihr nach netten Mates sucht. Und ansonsten habe ich jetzt noch ein Video für euch, was auch ein Coaching ist, wo ich wirklich nochmal die Grundlagen durchgehe. Also schaut euch das unbedingt an.